dahinter kämpft Daniel Egan. Get down in the car, what can give it all? Bust it open hard, let me see you jump. Get down in the, get down in the car. Get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Oh nein, da kommt noch und Ben holt sich mit dem Sieg einfach sensationell. Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen, liebe Simracing- und Rennsportfans. Heute hier zur zweiten Station der Historic Formula One Masters und wir sind in Amerika zu Gast, Watkins Glen. Nachdem die erste Station ja schon so ein großer Erfolg war, bin ich mal gespannt. Wir haben heute ein neues Team am Start. Code Braun, ein ganz herzliches Willkommen. Bin ich mal gespannt, wie die Jungs performen. Würde ich sagen, ohne viel Vorgequatsche, wünsche ich euch allen mal wieder ganz viel Spaß. Welcome, ladies and gentlemen. BTR TV proudly presents the historic Formula One Masters 2025. The historic Formula One Masters 2025, only on BTR TV. Aces. Four aces. You are my aces in the race. Did everybody see it? Can anyone see it? Yeah. I can't see it. Oh yeah. Under hosted, yeah? Yeah. Yeah. Search BTR, it'll come up. There's like fucking 20 of it, I think. Not 20 of there's like. You can also take a look at the friend list and click on the steering wheel. That as well. I guess. Oh, this is gonna be so late. I have to get up tomorrow at. Thomas, you have to be tomorrow playing Ice Ice Baby, Ice Ice. Ice Ice, baby. Ice hockey. I'm frightened of missing something exciting, you know. Yeah, but I know. Thomas usually have something interesting to say, or not. Yeah, But I think 007 Ben has some secrets. Right. I shall be right. Oh, okay, servers running. server is running. I would say I have to talk with iRacing. Yeah. Yeah. We need to Some- contact Yeah. Susan again. Yeah. Okay, guys. Be fair, as always, and yeah. Aha, I found it. Thank you, Jeffrey, being with us. And, Byron and hello, Tom, Jeffrey. I'm in Yeah. the team chat. And thanks to all guys who are racing today. yeah, that's a big field. Very Thank nice. you for your patience. Yeah. We are patient, not patience. Oh, Kleber has a very bad ping. Oh, 400. Ay, ay, ay. Yeah, Brazilian internet is not the best, I think. Yeah. Better than German internet. Alright guys, we are live. Okay, I think But that's I you. in a moment. Yeah, I will also enable my Twitch in a couple of seconds. I'm going back to my channel there, Robert, if you're there. Yeah. Before then, please welcome our new team, Code Brown. Another team from Germany. Danke.
Was ist denn mit dem Thorsten? Wollte er nicht mitfahren? Normally Totti would drive, but I don't know our teammate. Okay. Yeah. But I think we don't need to make a big speech or something today, or? Nah, Not this time. not this time. You can We hear can if you the want, we Tommy's just won't speech listen. tomorrow in the video. From last race, tomorrow we make a video premiere that we could watch all together. I will also leave to our team channel. Bye bye. Have a good race. Bye. All the best. Byron. I will stay here in the channel, and everybody who wants can stay with me. Byron. Stay with me. I think Luck, Byron said everybody. he's getting back in a minute. I think Byron said. Okay. I'm going to our session, so Okay. notice Byron that after he has catified something. Yep. I'll let him know. I'm doing a few laps on track. Moin Luke, wollen wir darüber in den persönlichen Ja. Server? Ja. Luke, wie gesagt, ihr habt noch einen Startplatz frei. Ne? Ihr könnt euch noch ein Team. Wie meinst du? Ach so, ja gut, ja, wenn sich einer meldet oder so, dann... Helmut kommt ja nicht. Ja, Hahn Sommer zum Beispiel ist ja heute, fährt mit. ach so, Der ist ja gut. frei. Zum Beispiel. Ja, dann Oder ihr, können wir ja mal mit dem reden oder so. wenn du einen Kumpel oder irgendjemand hast. Ja. Ich guck mal, ich muss mal gucken, also... Ich geh Auf erstmal jeden hoch. Fall alles Gute heute und mehr Danke, Glück. danke. Mehr Glück. Practice is Oh over. mein Gott. See you on the flip side, guys. Ja, aber mir hat sich der Treiber und alles aktualisiert. Das hat sich das hier alles verändert. Yeah, see you soon. Deswegen fahre ich mit 33 irgendwas. Okidoki. So you saw Ich hab für euch auch- can't drive that setup. Und wie ihr sicher alle gemerkt habt, ist das Training jetzt beendet und die Qualifikationssession hat begonnen. Dieses Mal haben wir 40 Minuten Qualifying auf der Uhr stehen, allerdings ist die Rundenanzahl auf 15 begrenzt, so dass dann jeder hier auch noch mal ein paar Minuten Pause machen kann, bevor dann die beiden Rennen beginnen. Hui, und Sebastian verliert da gleich schon mal beim Rausfahren sein Fahrzeug und schlägt in die Mauer ein. Insgesamt haben wir heute 19 Fahrer am Start, da heute gleichzeitig die 12 Stunden von Bathurst sind und ein paar Fahrer heute leider nicht können. Umso mehr freut es mich, dass wir heute ein neues Team hier am Start begrüßen. Kurt Braun, Eugen Schaaf und Michael Draxler. Ach was, sag los. Und auch Solo-Starter Hahn Sommer haben wir heute hier am Start. Wir haben ihn hier mal im Bild und der ist richtig schnell hier auf der Strecke. Da bin ich schon mal gespannt. Für meine sehr hellen Sprüche bekannt. Und da haben die Jungs auch schon die ersten Runden absolviert und Leon Forst hat sich hier an die Spitze gesetzt, gefolgt von Hahn Sommer und Adam Klatzka. Tommy hier auf P4, nutzt Jan Stefan als Windschatten, geht dann raus und vorbei. Jan liegt aktuell hier auf P14 und muss noch eine Schippe drauflegen. Ganz vorne hat sich jetzt Pascal Steinke auf P3 gesetzt und schon wird er wieder abgelöst von Michael J. Taylor, der jetzt auf P3 liegt. Jan, hast du eine Dr. Pepper als Trinkflasche dabei? Ja, vielleicht. Hier haben wir mal Russell Hamilton im Bild, Checkered Past Racing. Oh, und Tommy da hinten mal kurz in die Mauer abgebogen. Ganz vorne hat sich inzwischen Adam Klatzka auf P3 eingenistet. Wolfram liegt aktuell noch ziemlich weit hinten für seine Verhältnisse. P13, P12 Thomas Willershausen und auf dem 11. Platz Sebastian Starke. Unser Bayern P10, top bis hierher. Michael Draxler und Eugen Schaaf, die zwei Neuen vom Team Code Braun, setzen sich hier eindrucksvoll in Szene. P5 Michael Draxler und P8 aktuell Eugen Schaaf. Für meine Fahrweise reichen 59. Unser Ben Summers und Michael J. Taylor, sein Teamkollege, die liegen hier einträglich auf dem letzten 6. Team beieinander. Und so langsam neigt sich das Qualifying dem Ende entgegen. 2 Minuten haben wir noch.
Hahn Sommer hat sich jetzt auf P1 festgesetzt. Dahinter haben wir auf P2 Leon Forst und P3 Michael Draxler, unser Neuzugang. Also, ich hoffe, dass... Also, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, ob das Setup im Windschatten funktioniert. Das werde ich jetzt hoffentlich gleich feststellen. Weiter Aiden fahren. Unser Tommy am Ende Startplatz 4. Auf 5 haben wir dann Adam Klatzka, P6 Michael J. Taylor, auf 7 Ben Sommers, P8 Eugen Scharf, P9 Pascal Steinke und der letzte Top 10 Platz wird belegt von Luke Rasputic. P11 Sebastian Starke, P12 Wolfram Pfund, auf P13 haben wir Thomas Willershausen, P14 Dominik Ottio-Chuso, P15 unser Bayern, P16 Jan Stefan, auf 17 Kleber Botaro Mora. Das könnte man auch gut als Rallye aufzuwenden, wenn ich mir die ganzen Schwersteher in den Kurse ansehe. Ja. Auf 18 haben wir unseren Robert Simpkins und auf 19 Russell Hamilton. Was haben wir denn hier bei den Results? Eieiei. Adam hinter mir. Ja, weil nicht, dass wir hier liegen bleiben letzte Runde. Und damit haben wir dann die Qualifikation auch beendet und jeden Augenblick müsste das Critical losgehen. Da steht 24. Ja. Und wie ihr sicher wisst, 24 Runden haben wir auf der Uhr stehen. Wie immer, keine Boxenstopp. Es gibt einen Fast Repair. Und die Stärke des Feldes liegt heute bei 2151. Ja, danke für den Link, Patrick, wegen dem Rennen von vor 2 Wochen. Hätte ich fast vergessen, dass da war. Ich schalte mich jetzt mal stumm. Ja. Some very quick people in here now. Everyone's been practicing and there's a new team called Code Brown Racing. Die Jungs stellen sich jetzt hier alle auch ganz zügig auf. Ihr wisst, bei unseren League-Rennen ist die Vorbereitungszeit nur 1 Minute lang und nicht 2. Das dritte Rennen der Saison steht auf dem Programm und ich bin mal gespannt, ob sich Hahn Sommer vorne an der Spitze behaupten kann. Okay. Mein Spotter möchte, dass ich fürs Podium kämpfe. Der größte Konkurrent heute für Hahn dürfte Leon sein, insofern seine Internetverbindung stabil hält. Wie ihr wisst, war Leon schon in Monza richtig schnell, doch da hat die Technik leider versagt. Drücken wir mal die Daumen, dass das heute alles gut geht und jeden Augenblick müsste dann hier auch die Ampel gleich erscheinen und das Rennen freigeben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und das Rennen ist freigegeben. Ein absoluter Blitzstart hier von Michael Draxler, aber auch Hahn Sommer ist top weggekommen und Leon Forst. Das ganze Feld muss ich jetzt hier in Kurve 1 erstmal einfädeln und so wie es aussieht, sind alle super vom Start weggekommen. Ein Traumstart heute für unser Feld hier. Ganz vorne auf P1 Hahn Sommer und auf P2 Leon Forst ganz dicht beisammen. Und so wie es aussieht, greift hier Leon auch schon an. Hahn und Leon haben schon einen kleinen Vorsprung und da geht Leon auch nach innen und setzt sich sofort an die Spitze. Dahinter kämpft Michael Draxler mit Tommy und Adam Klatzka um die Position. Adam Seite an Seite mit Tommy und geht da auch vorbei. Und auch Eugen Scharf ist da im Zweikampf mit Michael J. Taylor. Die Plätze 6 und 7 direkt dahinter, Luke Rasputic und Sebastian Starke. Unser Ben auf P10. Dahinter dann B11 Pascal Steinke und auf dem 12. Platz Wolfram Pfund. Und da kann sich Sebastian gegen Ben durchsetzen. Aber unser Ben will sich da noch nicht geschlagen geben und versucht sofort einen Gegenangriff zu setzen. Geht da auch nach innen rein. Während sich hier vorne an der Spitze Leon behaupten kann. Allerdings macht Hahn dahinter richtig Druck und auch Michael Draxler ist da gar nicht so weit weg. Auf P4 Adam Klatzka, P5 Thomas Silbernagel und auf dem 6. Platz Michael J. Taylor. Luke Rasputic hat sich an Eugen Scharf vorbeigemogelt auf P7. Und wie gesagt, P8 dann Eugen Scharf. Und hier im Mittelfeld macht jetzt Wolfram richtig Druck auf seinen Teamkollegen Pascal. Das Team Kaltverformung, während Luke da weiter vorne seinen Weg nach vorne fortsetzt. Versucht sich jetzt hier an Michael J. Taylor vorbeizudrücken, der wehrt sich aber nochmal. Boah, der Luke ist von 10 gekommen. Und jetzt gibt es da auch schon die nächsten Duelle.
Luke versucht da erneut an Michael J. Taylor vorbeizugehen und von hinten drückt Eugen Scharf. Und auch dahinter gibt es wilde Kämpfe. Ben Summers gegen Sebastian Starke. So wie es aussieht, hat hier Ben ein top stabiles Setup, kommt aber auf der Geraden nicht so richtig voran. Alles in allem ein absoluter Traumstart für das gesamte Feld hier in das Rennen. Wahnsinn. Während sich vorne die ersten schon ein kleines bisschen absetzen können und auch Adam jetzt angreift hier und an Michael Draxler vorbeigeht, gibt im hinteren Feld wilde Kämpfe. Eugen Scharf gegen Luke Rasputic. Und aktuell kann sich der Eugen noch auf P6 behaupten, aber schon geht der Luke wieder durch. Und auch dahinter, unser Ben ist jetzt ein kleines bisschen zurückgefallen, kämpft da mit den Jungs von Kaltverformung. Während sich der Eugen Scharf erneut im Zweikampf mit Michael J. Taylor befindet, der sich den Platz jetzt wieder zurückholt. Ja. Und durch die Kämpfe hier im vorderen Mittelfeld konnten sich die Top 5 vorne schon ein kleines bisschen absetzen. Knapp eine Sekunde Vorsprung. Wir sehen auch, dass sich ganz vorne Leon aus dem Staub machen kann. Hat jetzt schon einen kleinen Vorsprung auf Hahn Sommer. P3 wird weiterhin von Adam Klatzka gehalten. Hey there, I'm fine, thank you. P4 aktuell Michael Draxler und auf dem 5. weiterhin unser Tommy, Thomas Silbernagel. Und auf P6 unser Luke Rasputic gibt mächtig Gas und versucht da ganz nach vorn zu kommen. Das ganze Feld geht jetzt gleich in Runde 3 und wir hatten bisher nicht den kleinsten Wackler. So muss das sein, absolut top. Oh, da vorne ist aber gegen die Wand geknallt. So wie es aussieht, hat der ein oder andere jetzt gerade die Mauer mitgenommen, aber nichts passiert. Alle fahren noch und auf geht's in Runde 3. Wie ihr wisst, haben wir insgesamt 2 x 24 Runden heute auf der Uhr stehen. Und hier haben wir auch mal die Jungs vom Team Northern Winter und Checkered Past Racing im Bild. Ich würde mal sagen, ein mehr als solider Auftakt für die Jungs hier hinten. Thomas Willershausen P13, Byron Long P14, Robert Simpkins P15, Dominic Ochochuso P16, Kleber Botaro Mora P17, Jan Stefan P18 und Russell Hamilton auf dem 19. Platz. Und Leon dreht hier schon gleich am Beginn des Rennens so richtig auf und fährt eine schnelle Runde nach der anderen, um ein Stück vom Feld wegzukommen. Sein Abstand beträgt jetzt schon fast eine Sekunde auf Hahn Sommer und den Rest des Feldes. Und wie wir hier sehen, muss auch Adam nach vorne abreißen lassen. Michael und Tommy drücken von hinten, während Luke jetzt wieder ein Stück zurückgefallen ist. Von P6 auf P9 zurückgereicht worden. Sebastian dafür auf dem Weg nach vorne, kämpft hier mit Michael J. Taylor um P7. Seite an Seite gehen die zwei Jungs hier auf die nächste Kurve zu und so wie es aussieht, haben beide ein ähnliches Setup drauf. Luke direkt hinter den beiden lauert er nur auf den geringsten Fehler, um wieder vorbeizuschlüpfen, damit vorne Eugen nicht abhauen kann. Keiner von beiden will hier klein beigeben. Seite an Seite geht sie auf die nächste Kurve zu. Michael Draxler hat Adam Glatzka überholt. Und jetzt haben wir den ersten Aus- und Unfall zu verzeichnen. Da ist Michael der Platz ausgegangen und die Aktion ist hier in der Mauer geendet. Das Rad ist ab und er muss jetzt sein Fast Repair ziehen. So wie es aussieht, ist Sebastian da recht glimpflich davon gekommen und hat auch scheinbar gar nichts gemerkt von dem Zwischenfall. Ach, auf jeden Fall ist es sehr, sehr schade für Michael J. Taylor und vor allen Dingen für Chip Racing, die heute eine richtig gute Pace hatten. Ich glaube, Michael hätte hier um die Top 5 mitkämpfen können. Da gehen den Jungs wichtige Punkte in der Meisterschaft verloren, zumal ihr dritter Fahrer Thomas Börling heute nicht am Start ist. Und wir sehen da auch, dass Michael Draxler am Adam vorbeigegangen ist und sich somit jetzt wieder auf P2 befindet. Und wir schauen uns jetzt gleich nochmal den Unfall von eben an. The first incident here from Michael. Sebastian and Mike. Oh, Michael crashed his car. Yeah. Oh, yeah. And Sebastian. Oh, that's a hell of a car control. Ja. Und durch die Aktion ist Sebastian auch bis auf P11 zurückgereicht worden. Direkt hinter ihm auf P12 Byron Long, P13 Dominic Ochochuso und auf P14 Thomas Willershausen zurückgerutscht. Das Team Northern Winter hier einträchtig beieinander. Und auch hier dahinter hat es eine kleine Verschiebung gegeben. Jan Stefan jetzt auf P15 vor Robert Simpkins und Kleber Botaro Mora. Direkt hinten dran Russell Hamilton. Ein sehr, sehr sauberer und solider Start für alle heute hier im Rennen. Oh, ist weit gegangen da vorne. Michael. Hier im Mittelfeld hat es Ben jetzt geschafft und ist wieder an Wolfram vorbeigegangen. Ben somit im Kaltverformungs-Sandwich. Jetzt hier auf der Geraden sehen wir mal schön den Setup-Unterschied. Wolfram hier mit einem wahnsinnig hohen Topspeed hat da kein Problem, wieder an Ben Summers vorbeizugehen. Allerdings zieht sich das Feld davor so langsam auseinander. Eugen Scharf auf P6 fehlen da schon 1,5 Sekunden auf die Top 5 und auch Luke Rasputic hat da schon mehr als 1,5 Sekunden Rückstand. Schade, dass Luke nicht so richtig die Zeit gefunden hat, sich hier vorzubereiten und im Qualifying nicht ganz das Ergebnis erreicht hat, was er sich vorgestellt hat.
Bin mir sicher, mit einem besseren Qualifying hätte Luke heute wieder vorne um die Spitze mitkämpfen können. Aber wie immer, hätte, wenn und aber. Hier vorne Luke weiterhin in Führung, aber Hahn versucht dann nicht abreißen zu lassen und bleibt da auf Tuchfühlung. Während Michael Draxler auf P3 immer mehr abreißen lassen muss. Schon über 3 Sekunden Rückstand. Und direkt hinter Michael Draxler hat es Tommy jetzt geschafft und ist an Adam Klatzka vorbeigekommen. Eugen Scharf auf P6 hat ein bisschen mehr als 2,5 Sekunden Abstand zu den Jungs. Und er hat auch wieder Luke im Nacken sitzen, der sich da wieder rankämpfen konnte. Die Jungs gehen jetzt in Runde 6 von 24 und ein Stück weiter hinten im Feld haben wir einen kleinen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Da schalten wir doch direkt mal hin. Robert Simpkins here has some problems in the corner and the guy behind him, Russell Hamilton also, yeah. The 3 teammates. Oh no, oh, careful. Oh, Check no. out Fast Racing. Oh. Oh dear. Oh Russell. Visier sauber machen. Allerdings ist da nicht viel passiert und alle können weiterfahren. Wie ihr wisst, haben wir ja auch einen Fast Repair. Der einzige, der den bisher ziehen musste heute, war Michael J. Taylor. Das war auch der einzig wirklich ernsthafte Zwischenfall heute bis hierher. Ein absolut schönes und sauberes Rennen heute, was mich wirklich sehr, sehr freut. Super Jungs. Ben kämpft jetzt hier mit Sebastian um die Position. Geht hier um den letzten Top-10-Platz und da kann sich Ben auch wieder durchsetzen. Und während Sebastian in Monza scheinbar mühelos einen Doppelsieg einfahren konnte, tut er sich heute etwas schwerer. Ich denke mal, für ihn geht es heute darum, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen, um die Meisterschaftsführung nicht zu verlieren. Und da haben wir auch mal unser Unfallopfer vom Anfang des Rennens im Bild. Michael J. Taylor fährt dem Feld hinterher. Aber ihr wisst ja, jeder Kilometer Training zählt. Und wir haben ja nachher noch ein zweites Rennen. Hier vorne an der Spitze weiterhin alles beim Alten. Leon führt weiterhin vor Hahn Sommer, wobei sich Hahn so langsam wieder am Leon ranpirscht. Dahinter Michael Draxler, Thomas Silbernagel und Adam Klatzka, die Plätze 3, 4 und 5. Eugen Scharf weiterhin auf 6, allerdings gerät er jetzt wieder unter Druck von Luke Rasputic auf P7. Und dann eine Lücke von bisschen mehr als 2,5 Sekunden zu Pascal Steinke und Wolfram Pfund vom Team Kaltverformung, die da mit Ben Sommers und Sebastian Starke um die Position kämpfen. Ihr wisst, während sich unsere Jungs von der Black Tree Racecore ab und zu mal absprechen, gibt es da hier beim Team Kaltverformung eine gesunde Konkurrenz. Ui, und da ist Wolfram in Kurve 1 ein kleines bisschen zu weit rausgekommen und sofort setzt Ben zum Angriff an. Auf irgendwie. Das ist schon 1,6 Sekunden hinter mir. Ben kann sich da zwar vorbeidrücken, aber Wolfram setzt da sofort wieder an und wird jetzt mühelos vorbeigehen. Und ihr hört es vorne auch, Adam hatte ein bisschen Probleme mit dem Setup. Er ist zwar richtig schnell, aber hat sich scheinbar jetzt schon die Reifen ein bisschen verheizt. Allgemein sieht es so aus, als hätte hier das Team Kaltverformung ein Low-Downforce-Setup gewählt, was natürlich die Reifen in der Kurve sehr beansprucht und irgendwann gehen sie dann in die Knie. Schauen wir mal, wie sich das Rennen hier entwickelt. Auf jeden Fall hat es wieder einen kleinen Zwischenfall gegeben und Eugen Scharf muss jetzt an die Box, um seinen Reparatur-Joker zu ziehen. Da müssen wir auch gleich mal schauen, was da passiert ist. Wir schalten direkt mal hin. So Eugen Scharf here and Luke and okay, but it was a slight touch and I hope that both cars are okay. But Eugen has damage and must come to the box to make a pit stop. Und auch hier im Mittelfeld gibt es jetzt Bewegung. Dominik ist jetzt an seinem Teamkollegen Byron vorbeigegangen. Die Plätze 12 und 13. Dahinter Thomas Willershausen P14 und Jan Stefan. Und Jan Stefan kämpft sich da Runde für Runde vorne an Thomas Willershausen ran. P16 Kleber Botaro und auf dem 17. Platz Robert Simpkins. Russell Hamilton nach seinem kleinen Dreher ein bisschen abgeschlagen. Oh, der nimmt den Körper des Todes aber gut da, ey. Und hier im vorderen Mittelfeld der Dreikampf um P8 tobt weiter. Wolfram Pfund, Ben Sommers und Sebastian Starke da im Dreikampf. Ben kämpft sich da wieder vorbei, aber schon setzt Wolfram an. Und unser Ben hat da absolut keine Chance mit seinem Setup, was er drauf geschnallt hat. Und da hängt sich auch direkt Sebastian mit in den Windschatten und Ben muss da tatenlos zusehen. Und auch direkt dahinter gibt es jetzt einen Positionswechsel. Byron scheint da wieder an seinem Teamkollegen vorbeizugehen. Ganz saubere Aktion. Hier vorne an der Spitze geht das Duell jetzt um den Sieg in die nächste Runde. Leon Forst weiterhin in Führung vor Hahn Sommer. Michael. Und ihr hört es und ihr seht es vor allen Dingen in Tommys Twitch. Auch direkt dahinter gibt es einen harten Zweikampf. Tommy setzt da Michael Draxler unter Druck, der hier heute ein mega starkes Debüt feiert.
Das Teamcode Braun gibt hier schon mal eine Top-Visitenkarte ab. Schade, dass Eugen vorhin an die Box musste, um seinen Fast Repair zu ziehen. Nichtsdestotrotz ist auch er richtig schnell heute. Die Jungs vom Teamcode Braun scheinen da auch setupmäßig richtig gut unterwegs zu sein, denn Tommy hat da keine Chance auf der Geraden. Und auch Hahn hier, nachdem er sich vorhin so rangekämpft hatte, muss jetzt wieder leicht abreißen lassen. Zum Glück streikt bisher die Technik heute bei Leon nicht. Drücken wir mal die Daumen, dass das auch bis zum Ende beider Rennen durchhält. Und auch hier geht das Spielchen jetzt in die nächste Runde, wobei jetzt Wolfram schon einen leichten Vorteil hat und sich ein kleines bisschen absetzen kann. Wir sehen es hier, Ben wie auf Schienen durch die Kurve, da hat auch Sebastian zu kämpfen. Jetzt müssen die beiden Jungs hier aufpassen, dass sich Wolfram davor denn nicht aus dem Staub macht. Nach hinten zu den Jungs vom Team Northern Winter haben die beiden hier schon 2 Sekunden Abstand. Byron liegt hier weiterhin auf P11 vor seinem Teamkollegen Dominic Oggiochuso. Und Thomas Willershausen hatte da gerade einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. Thomas steht da auch an der Box und muss seinen Fast Repair ziehen. Okay, next one. Thomas Willershausen here. Oh no! Oh, oh! Oh, yeah. Ouch! Au, 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 au! Damn it. Ay. That's worth this. Oh, Thomas. I talked with him. He braked from. He did 260 and braked to 180, and I couldn't brake that fast. Sehr, sehr schade, da haben wir den nächsten Ausfall zu verzeichnen. Thomas war heute richtig gut unterwegs. Nichtsdestotrotz, solche Unfälle können passieren. Alles in allem muss man sagen, ist das heute trotzdem ein mega sauberes und sehr, sehr faires Rennen. Und durch den Unfall ist uns jetzt das Überholmanöver vom Tommy durch die Lappen gegangen. Da ist er an Michael Draxler vorbeigegangen und liegt somit jetzt auf dem letzten Podestplatz. Adam auf P5 musste auch immer mehr abreißen lassen und liegt jetzt schon 1,5 Sekunden hinter den Jungs hier. Keep up with Pascal. I wanna go away a little bit. Be right back. No worries. Just get slowed down by people that. Und so wie es aussieht, hat Thomas Willershausen sein Fahrzeug jetzt abgestellt, während Leon und Hahn jetzt hier die nächste Runde in ihrem Kampf eröffnen. Ein Stück weiter hinten, hier gibt es jetzt das nächste Duell. Kleber Botaro Mora gegen Jan Stefan, die Plätze 13 und 14. Robert Simpkins mit einem kleinen Sicherheitsabstand dahinter. Und direkt vor den Jungs hatten wir jetzt den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt anschauen sollten. Auch da schalten wir direkt hin. Wir haben ihn hier im Bild, Pascal Steinke hatte da einen kleinen Zwischenfall und ist hinter Dominic Oggiochuso zurückgefallen. Pascal Steinecke hier. Ja. Pascal loses his car and a lot of places, but nothing happened and he can go on. Ja. Und Pascal hat da richtig an Boden verloren. Von P7 bis auf P12 zurückgefallen. Dadurch haben wir jetzt unseren Wolfram auf P7, P8 dann Ben Sommers, P9 Sebastian Starke und der letzte Top-10-Platz unser Byron. Dahinter Dominic Oggiochuso wird jetzt wieder überholt von Pascal Steinke, der da versucht natürlich wieder nach vorn zu kommen, um verlorenen Boden wieder gut zu machen. Er geht da auch sauber innen durch, allerdings gibt es jetzt hier einen Gegenangriff. Dominic will sich da nicht so einfach geschlagen geben. Allerdings ist Pascal da innen in einer besseren Position und wird sich da jetzt auch wieder durchsetzen. Ganz sauber gemacht, da hat sich Pascal auch durchgesetzt. Super schöne Duelle heute hier. So, 50%, Hälfte haben wir geschafft. Ihr habt gerade gehört, wir haben Halbzeit und das Duell hier zwischen Wolfram und Ben geht hier in die nächste Runde. Ben muss da schauen, dass er nah genug an Wolfram dranbleiben kann, um dann in den Kurven seinen Vorteil auszuspielen. Hier auf der Geraden hat er absolut keine Chance, wie ihr seht. Thomas Willershausen vom Team Northern Winter hatte nach seinem Zwischenfall keine Lust mehr und bleibt jetzt hier an der Box stehen. Während sein Teamkollege Dominik hier sich im Kampf mit Pascal Steinke um P11 befindet, da kann sich Pascal auch wieder durchsetzen. Nach hinten zu Jan Stefan auf P13 haben die Jungs genug Vorsprung, das sind über 6 Sekunden. Und hier im Duell zwischen Ben und Wolfram geht das Spielchen jetzt in die nächste Runde. Seite an Seite geht es da Richtung Backstraight hoch, aber Ben hat da keine Chance. Er muss sich da wieder hinter Wolfram einsortieren und ich bin mir sicher, der wird da in der Pause ein bisschen was am Setup ändern. Kann zwar hier im Windschatten dranbleiben, hat aber keine Chance zum Ausscheren und vorbeigehen. Sebastian mit einem kleinen Sicherheitsabstand und Dominic Oggiochuso, Byrons Teamkollege, konnte inzwischen wieder an Pascal Steinke vorbeigehen. Auch da geht das Duell hin und her. Und auch hier vorne an der Spitze ist noch lange nicht aller Tage Abend.
Leon führt hier zwar weiterhin souverän, aber Hahn Sommer folgt ihm wie ein Schatten. Muss man sagen, ein ganz, ganz starkes Debüt hier von Hahn Sommer, aber auch ein Top-Rennen von Leon. Wie immer auch ein sehr, sehr solides Rennen von unserem Tommy und ein ganz starkes Debüt von Michael Draxler. Adam unauffällig, aber sehr, sehr gut auf P5 und unser Luke auf P6. Und nach dem Luke haben wir dann eine etwas größere Lücke von über 6 Sekunden zu Wolfram und Ben, die wie gewohnt hier um die Position kämpfen. Sebastian 1 Sekunde hinter dem Duo auf P9 und den letzten Top-10-Platz belegt dann unser Byron mit noch einmal ungefähr 1,5 Sekunden Abstand. If you go too wide, I think you do get a 1x for dive. Although I don't know if I've gone out there once. I'm sure I have. Massively. I haven't got I'm on 0x because I'm a driver that likes to stay within the track limit. I can. Ben ist wie gewohnt ein Top-Moderator auf seinem eigenen Twitch-Kanal, während er hier weiterhin mit Wolfram kämpft. Und ich denke mal so langsam auch am Wolfram verzweifelt. Hier wird es jetzt ganz eng hier vorne an der Spitze. Hahn ist ganz dicht dran an Leon, aber noch findet er keinen Weg vorbei. Nach hinten haben die Jungs inzwischen über 7 Sekunden Vorsprung. I think 17 you get disqualified, so if he's got a load then... Oh! Is that a dead car? That's a dead car. P5 that was, I think. Und ein kleines Stück hinter den Jungs hier hatten wir den nächsten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. So, next one here. Oh, Michael Traxler. Oh, I saw this in oh, wait a second. Ah, yeah. I was on P3. I saw this in the mirror. Maybe he gets some dirt on his tires and then, yeah. Der kleine Dreher hat Michael Draxler bis auf P10 noch hinter Byron Long zurückgeworfen. Aber Michael hat ja noch ein bisschen Zeit, um hier verloren gegangenen Boden wieder gut zu machen. Wir befinden uns aktuell in Runde 15 von 24, also ist noch ein Stück Weg zu gehen. Tommy kann hier auf P3 jetzt erst einmal durchatmen, nach hinten reichlich Luft. Und Michael ist jetzt hier auch wieder ganz dicht dran an Byron und wird über kurz oder lang auch wieder vorbeigehen. Eine super Pace vom Team Code Braun hier. I was watching Tommy set it up. I think he's got 17x disqualified for drive for disqualification. Und Ben verzweifelt immer noch am Wolfram, der direkt vor ihm liegt. Byron hat da ein bisschen Probleme mit seinem Ton in seinem Twitch. Das schallt alles richtig arg. Sorry, dafür können wir leider nichts. As you can see. Go, 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 go. And I still don't have any rear wheels. Oh, der Leon 8 Sekunden weg, Wahnsinn! I nearly read that as punt him off. Und da ist Ben auch schon wieder bereit für den nächsten Angriff. Wie immer geht hier Wolfram in der ersten Kurve ein bisschen weit und sofort greift Ben an. Versucht er auch vorbeizugehen, aber der Gegenangriff folgt auf dem Fuße. I'm just showing off. Now I can do this on the corners. Now he can show off. Durch den Zwischenfall von Michael Draxler kämpft Ben und Wolfram jetzt um P6. Wow, und auch hier vorne geht es jetzt rund. Luke Rasputic konnte seinen Rückstand zu Adam Glatzka zufahren und setzt ihn jetzt hier gewaltig unter Druck. Die Plätze 4 und 5 hier vorne. Nach hinten zum Wolfram und zum Ben haben die beiden inzwischen einen Abstand von über 8,5 Sekunden. Da passiert erstmal nichts. Aktuell hat Luke hier auch eindeutig die höhere Pace drauf und ich denke mal, das ist nur eine Frage der Zeit, bis er am Adam vorbeigeht. Da wird sich Adam auch kaum wehren, schätze ich mal. Da erfolgt auch schon der Angriff. Seite an Seite geht sie auf die nächste Kurve zu und Luke geht da auch sauber durch. Und wie von mir prophezeit, leistet da Adam auch nicht große Gegenwehr. Er hat selber gemerkt, dass er da ein bisschen zu kämpfen hat aktuell. Oh, hier ein böser Rutscher jetzt vom Luke. Sah herrlich aus. So wie es aussieht, ist da auch Luke auf der letzten Rille unterwegs. Wollen wir mal hoffen, dass das Auto hier auch auf der Strecke halten kann. Dahinter das gewohnte Bild. Wolfram gegen Ben. Und Byron kann sich hier immer noch auf P9 vor Michael Draxler behaupten. Ein Top-Rennen von Byron heute hier. Teamkollege Dominik liegt hier heute bei seinem Debüt auf P11. Leon ist ordentlich am Verteidigen. Sehr solide und eine Menge Punkte für Team Northern Winter. Schade, dass Thomas Willershausen da so ein Pech hatte und leider ausgeschieden ist. Aber wie ihr wisst, wir haben ja nachher noch ein zweites Rennen. 7 Runden noch. Leon vorne an der Spitze managt inzwischen das Rennen.
Jemand da? Inzwischen kann Leon hier vorne seinen Vorsprung wieder leicht ausbauen. So ruhig. Komm schon, Leon. Auch mal, Using his straight line speed. ganz interessiert. Boah, fast eine Sekunde Vorsprung hat er jetzt auf den Hans Sommer. I'm using some draft here. Ein absolutes Top-Rennen von den Jungs hier vorne an der Spitze. Und zum Glück hält heute auch Leons Technik. Toi, toi, toi. Wir wollen es nicht verschreien. Wir befinden uns gerade in Runde 18 von 24. Also sind immer noch ein paar Runden zu gehen. Ich schaue mir sehr interessiert an, wie Ben verzweifelt an Wolfram. Und auch Michael Draxler versucht da verzweifelt an unserem Bayern vorbeizugehen, der sich hier grandios wehrt. Hast du nicht mehr? Die verzweifeln an sich gegenseitig. Achso, Aber auch er ist hinter dahinter. mir. Okay. Du musst aufpassen. My word. Und da hat sich jetzt Michael auch gegen Bayern durchgesetzt. Ja, der ist schneller. Aber der hatte sich gelegt. Michael liegt da nur ca. 1,5 Sekunden hinter unserem Sebastian. Auch. Und er ist fast eine Sekunde schneller pro Runde. Da könnt ihr euch ausmalen, wie schnell er da vorne dran sein wird. Ja, Ben hat zu viel Downforce drauf auf jeden Fall. Jetzt ist er vorbei. Ben versus Wolfram. Das Duell geht hier in die nächste Runde. Wolfram ist schon wieder im Angriffsmodus. Jetzt konnte sich Ben erst mal durchsetzen, aber ihr wisst, die nächste Gerade gehört dann Wolfram. Und ich denke mal, in den nächsten 2-3 Runden gesellt sich da auch Michael Draxler dazu. Ups, wir haben es gerade gehört, da hat es irgendwo einen kleinen Zwischenfall gegeben. Und jetzt sehen wir es hier auch. Luke steckt hier in der Mauer. Oh Mann. Oh, ärgerlich. Luke ist eingeschlagen. For now. Autsch. Luke ist raus. Das müssen wir uns auch gleich nochmal anschauen, was da passiert ist. Ach man, schade, der war so schnell. So, mal gucken, ob Ben sich behaupten kann. Oh, Luke. Ja, that's... I mean, he'll get me on the straight, but then Maybe. Okay. Oi. gonna keep. Luke loses his car because his car friend is calling. Yeah, Oh, oh, that was close. Pits to pits to pits. Oh, come on, Luke. Really? The car is destroyed. Luke. Oh, die zwei wieder nah zusammen da. Sehr, sehr schade. Luke ist so schnell und steht sich oft selbst im Weg. Willershausen passiert. Ah ja, wir haben ja dann noch ein zweites Rennen. Da muss Luke dann wieder von hinten durchs Feld fliegen. Wird sicher sehr, sehr interessant werden. War ihm was passiert, oder? Ich hab's leider nicht gesehen. Ich denke mal, Ben verzweifelt hier so langsam am Wolfram. Inzwischen geht's ja bei dem Duell hier auch um den letzten Top-5-Platz. Bin ich unter Druck von hinten. Und ihr hört gerade, Sebastian bekommt da jetzt richtig Druck von hinten. Michael Draxler hat jetzt den Rückstand zugefahren. Und auch hier zwischen Wolle und Ben geht's wieder rund. Ich? Ja. Ben kämpft sich da verzweifelt außenrum an Wolle wieder vorbei. Ja, hier in der Kurve. Der lässt da aber nicht locker. Ja, ich hatte da irgendwie einen Kontakt, aber ich habe nichts gespürt. Ist er ausgefallen? Oh, Luke hat offensichtlich einen Unfall gehabt. Schauen wir mal, ob Wolfram jetzt gleich wieder einen Gegenangriff einleiten kann. Das war nebeneinander Rennunfall. Need him to make a mistake. Das kannst du auf die Schnelle so nicht bewerten. Russell Hamilton war da auch kurz an der Box, um seinen Fast Repair zu ziehen. Ich schätze mal, der war da zu viel in der Mauer. Einen schweren Unfall haben wir nirgends gesehen. Hier vorne an der Spitze alles beim Alten. Besser, wenn man sich manche Dinge in Ruhe anschaut. Leon managt das Rennen und Hahn folgt ihm. Und auch Luke ist wieder aus der Box rausgefahren nach Reparaturstopp. Und unser Lieblingsduell hier geht jetzt in die nächste Runde. Wolfram gegen Ben. Dahinter konnte inzwischen Michael Draxler unseren Sebastian wieder überholen. Yeah, I know why I hit. Und da geht Wolle auch wieder locker vorbei. Gleichen Dreikampf. He was hurling from, he got from 262 kilometers and then he braked in the corner and did only about 108. Oh, Michael Traxler To didn't really damage the car. step on it. That was fun. Thomas Willershausen analysiert da immer noch seinen Crash mit Jan Stefan. Und Ben greift jetzt hier wieder an. Wo ist Tommy? Dritter. Tommy liegt souverän auf P3. Nach vorne und hinten die Luft. Und so wie es aussieht, hat Ben jetzt hier keine Lust nochmal anzugreifen. Er weiß eh, was ihm blüht. Ja. Und von hinten kommt ja auch Michael Draxler immer näher. Ja. Ein sehr, sehr schönes, spannendes und vor allen Dingen sehr sauberes Rennen heute. Da gibt es jetzt hier den Angriff. Michael Draxler gegen Ben Sommers. Da hat Ben keine Chance.
Und auch direkt dahinter unser Sebastian wird jetzt angegriffen von Byron, der da sauber vorbeigeht. Hier vorne alles wie gehabt, wer es dahinter ganz schön rund geht. Wir sehen es hier, Sebastian kann da wieder vorbeigehen, aber Byron kämpft. Das Mittelfeld hier ganz, ganz eng beisammen. Sebastian muss da kämpfen, um Byron hinter sich zu halten. Und während Sebastian hier mit Byron um P8 kämpft, arbeitet sich Michael Draxler immer weiter nach vorn. Geht jetzt hier sauber an Wolfram vorbei, der dann weiten Bogen gehen musste. Ich schätze mal, bei Wolfram werden sich jetzt auch so langsam die Reifen bemerkbar machen. Direkt hinter den Jungs, unser Ben lauert da nur auf den Fehler. Yeah, moving while braking. Michael geht dann richtig weiten Bogen, kann sich aber vor den Jungs halten. Und das bringt jetzt auch unseren Ben wieder ganz dicht dran und in Angriffsposition. Richtig spannend hier. In my opinion. So kurz vor Ende des Rennens haben wir hier überall noch spannende Positionskämpfe. Die Jungs gehen jetzt in Runde 22 von 24, also haben wir das erste Rennen bald geschafft. Und ich bin mir ganz sicher, dass in der Pause nachher der eine oder andere nochmal Hand anlegen wird an sein Setup. Oh, jetzt hat er voll den fast reingefahren. Oh, jetzt hat hier Wolfram einen kleinen Fahrfehler gemacht, hat sich verbremst und wäre Michael Draxler fast hinten drauf gefahren, musste die Lenkung aufmachen und sofort ist hier unser Ben zur Stelle. Und auch Sebastian kann sich da tapfer weiterhin gegen Byron erwehren. Hier vorne an der Spitze das gewohnte Bild. Leon Forst in Führung. Und mit einem kleinen Sicherheitsabstand dahinter Hahn Sommer. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich habe jetzt gedacht, dass der Leon da sich gemault hat. Das wäre scheiße gewesen. Wir haben es gerade vom Tommy gehört, da gab es wieder einen kleinen Zwischenfall. Da werden wir auch gleich mal schauen, was da passiert ist. My gear stack was too low, so I hit the rev limiter far too early. Okay, next incident. Luke loses his car again and crashed into the wall. Oh. The car is completely destroyed and the race is over. Nice gap behind, so the guy in front is of him is. Und wir sehen es hier, vorletzte Runde und Hahn Sommer hat seinen Rückstand wieder komplett zugefahren und ist dicht dran an unserem Leon. Weit ist es nicht mehr. Macht keinen Scheiß da vorne, ne? Tommy hat die Vorgänger da in seinem Relativ im Blick. Aber ich glaube, die zwei Jungs hier vorne sind Profi genug, um sich dann nicht auf irgendwelchen Unfug einzulassen. Ein absolutes super Rennen von beiden heute. My setup complains that my rear right high is too low. Hier auch nochmal ein Blick nach hinten. Kleber Botaro Mora auf 12, Jan Stefan auf 13. Eugen Scharf auf 14 und Robert Simpkins auf 15. Da hat sich auch für Eugen das Rausfahren noch einmal gelohnt, denn er liegt hier in den Punkten. Und Hahn Sommer hat letzte Runde die schnellste Runde des bisherigen Rennens gefahren und setzt jetzt hier Leon richtig unter Druck. Oh, das gibt jetzt hier sicher nochmal einen richtig heißen Tanz in der letzten Runde und ich will nicht in Leons Haut stecken. Und während die zwei Jungs hier vorne fighten, hat man nochmal einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt anschauen sollten. Oh, saved it. Da schalten wir direkt hin. Oh, the club of death. Aye. I've done the same thing more than once. I have to admit. It's so easy to do. Yes, but it depends on the setup. It's, if the car is very low, it will hit the curbs, ja. Aber so wie es aussieht, kann Jan da noch weiterfahren und vielleicht auf dem 15. Platz noch einen Punkt nach Hause bringen. Unsere zwei Führenden eröffnen jetzt hier die letzte Runde und so wie es aussieht, wird die richtig heiß. Hahn ist da ganz dicht dran. Aber Leon konnte bisher seine Führung hier vorne souverän managen und ich hoffe mal, dass er das auch bis ins Ziel bringt. Er hat hier auf jeden Fall auf die lange Gerade raus einen richtig guten Exit und hat jetzt einen kleinen Vorsprung, sodass Hahn da keine Möglichkeit hat zum Angreifen, während es hier jetzt ganz anders aussieht. Leon! Tommy feuert da seinen Teamkollegen fleißig an und Ben verzweifelt immer mehr am Wolfram. Ein absolutes super Duell von den beiden Jungs hier jetzt schon über das ganze Rennen. Da gibt es ja jetzt den nächsten Angriff. Ich schätze mal, das ist der letzte verzweifelte Versuch von Ben, da irgendwie noch was auszurichten. Aber ihr wisst, auf der langen Geraden, jetzt hat Ben da keine Chance. Während es hier vorne an der Spitze jetzt so aussieht, als ob Leon seinen wohlverdienten Sieg auch nach Hause fahren kann. Und wie ich es euch prophezeit habe, muss Ben jetzt seinen hart erkämpften Platz wieder hergeben und wird langsam verzweifelt, denke ich mal. Während Leon und Hahn jetzt hier auf den letzten Metern sind. Für beide hier ein absoluter Sahne-Auftritt heute. Die letzten paar Kurven und dann hat es Leon geschafft. Inzwischen haben die Jungs hier vorne fast 10 Sekunden auf dem Tommy rausgefahren.
der seinerseits noch einmal 10 Sekunden auf dem Adam hat, der heute unauffällig, aber sehr, sehr sauber auf P4 unterwegs ist. Und da biegen die zwei Jungs auch auf die Zielgerade ein. Und damit ist es geschafft. Einen ganz herzlichen Glückwunsch. Beide waren hier vorne heute absolut fehlerfrei unterwegs und Hahn holt sich nebenbei auch noch die schnellste Rennrunde. Ein Husarenritt. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch auch. Tommy kommt auf P3 Richtung Ziel. Und auch unser Tommy hier, P3, macht dick Punkte für die Meisterschaft und fürs Team. Wo bist du, Leon? Congrats, Jungs. Das war ganz stark gemacht. Alter! Wahnsinn. Ich hab Angst gehabt um dich da vorne. Adam Klatzka, P4, top. Und Wolfram konnte sich am Ende gegen Ben durchsetzen. Hat endlich mal geklappt, ey. Absolut top. Ja, nice, Leon. Dauerdruck. Unser Bayern kommt auf P8 übers Ziel, Top-Ergebnis. Michael, Bastian, great battle, guys. Oh, Ben, Wolfram. Wow. Hey, you got lucky there, Okay, fella. Vettel, wollen wir mal kurz in Cheers, guys. offenen Chat alle gehen? Oh, I mean, it was Yeah, fun thanks, and guys. frustrating in the same breath. Sebastian Starke P9, Pascal Stein G10. I wonder what could have done a tiny bit Leon, Han, of Thomas. wing off the back. Thank you, Getting Byron. held up. Well, you might get to find out this second race on yeah. Jack Channel. Come on, your son. Oh, did you damage the car? I saw your car come by. An effort on your debut, man. Did you say we were No, I got it after Oh, this no. Ah, so, was haben wir? after the race? After the main one. Yeah, okay. The racing incident, that's what caused me to go to pits the first time, and the second time was when Wow. Oh, was ein Rennen, ey. Wahnsinn. Top Leon und Hahn. Ich hoffe, dass alle irgendwie... Super Rennen. Also, dass da keiner sich gegenseitig abgeräumt hat. Da. Weil Ja, das Sebastian und Michael hatten eine Begegnung, die der Michael nicht überlebt hat. Ja. Aber ansonsten, ich glaube, Luke hat sich selbst geschmissen. Ja. Und die zwei Jungs von Code Braun haben sich Oha. Ja. Also, hör mal, in Anbetracht der Tatsache, dass ich um 5 Uhr aufstehen muss, werde ich mich jetzt verabschieden. Okay. Das wird sonst zu spät, ey. Ich kann da nicht um 1 Uhr ins Bett gehen und dann um 5 Uhr aufstehen. Das funktioniert nicht. Also müssen deine Jungs jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen. Das stimmt. Okay, ja. Machen wir schon. Machen wir dann morgen mal oder so eine Crash-Analyse zusammen. Ja. Sebastian, ich share dir mein Setup. Ja. Ich geh mal kurz für Mit die dem Jungs hier von Kalb. du jetzt gerade gefahren bist, ja? Mit dem ich gerade gefahren bin und das ja, lag echt gut. Ich lag nur 10 Sekunden hinter Leon. Bis morgen, Tommy. Ja, ich gehe mal zu den anderen Jungs hier. Alles klar. Ja. Ich würde ja auch meins schicken. Hallo AJ, Ja, alles Gute. macht ihr mal. Ich bin raus, Jungs. Fahrt's nach Hause. Das war ja nicht schlecht. Oh, solide, ja. War ein Krampf. Wolfram hat einen Dauerfight gehabt. Absolut Dauerfight mit Ben Sommers. Guys, I have to leave because Nicht gesehen im Hintergrund, ja. I wish you Zeiten. a good second race and we will see you next day. Bye bye. Tommy kann leider nicht weiterfahren, der muss um 5 raus. Bye bye. Ach so. But yeah, there's essentially no penalty Bye. Und wir schauen uns jetzt nochmal die Highlights Auf vom jeden ersten Fall Rennen richtig an. cool. Hab ich mal, es gab wenig Zwischenfälle. Good luck, everyone. Let's have a nice, fun, clean race tonight. Yeah, good luck, all. Look, buddy.
Leon, Han, Thomas, right fellas. Thank you, Byron. Michael, Bastian, great battles, guys. Ben, Wolfram. Hey, you got lucky there, fellas. Yeah, thanks, guys. Absolutely. That was an awesome race, guys. You're gonna have to check the race for me because there was some quite exciting moments. Was more on the front row than minimum. all the time by you. Yeah. I saw your top race. And Oh, Ben funny. and Wolfram fighting all the time. 3 and 2. Yeah, that was good to watch. That was crazy. Almost, Somewhere in between almost the 2 beat, and the almost. 3.5 anyway. I would I was say down all for- the best now for the race. Thank you, buddy. I'm not Yeah. sure if I'm gonna drive. I'm Tommy still can't i- race in the second Were you race. in a minimum? I'm still irritated. Yeah. Okay. Put some back in. All the best, guys. With full Yeah? fuel. Alright. Good. Good luck all. Und damit haben wir das Warm-up auch schon beendet und die Startaufstellung für das zweite Rennen beginnt. Good luck, everyone. Wie ihr wisst, kann Tommy leider im zweiten Rennen nicht mitfahren und auch Hans Sommer hat sich da irgendwie versehentlich ausgelockt. Good luck. Good luck. Das heißt, dass direkt hier am Start hinterm Leon 2 Plätze frei sind. Good luck, everybody. Yeah, have fun. Wie im ersten Rennen haben wir 24 Runden auf der Uhr stehen. Points racing indeed. Good luck, Byron. Good luck, Tommy. Right, let's see if we lose out on straight. Well, I'm gonna need it. Und unser Evil Tech Thomas Willershausen hat sich doch dazu entschieden, in die Startaufstellung zu gehen. Und in wenigen Augenblicken müsste dann hier auch die Startampel erscheinen und das zweite Rennen hier in Watkins Glen freigeben. Boys. Da haben wir direkt hinterm Leon Adam Klatzka und Michael Draxler stehen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und das vierte Rennen der Saison ist freigegeben. Ganz vorne die Jungs kommen alle sauber weg. Leon mit einem kleinen Vorsprung, doch dahinter hier ein wildes Durcheinander. 4 Autos nebeneinander hier fahren auf die Kurve zu. Aber alles scheint hier gut zu gehen. Kleber kämpft da mit Dominic Ochochuso und Byron, Luke und Pascal sind da auch mit drin verwickelt. Hier ein wildes Durcheinander, aber die Jungs lassen sich hier alle genug Platz. Die etwas schnelleren Jungs, die hinten gestartet sind, wollen natürlich direkt nach vorn. Wir sehen es hier, Luke macht da richtig Druck gleich. Aber auch Eugen Scharf und Michael J. Taylor wollen da unbedingt nach vorn. Und das ganze Feld ist hier absolut sauber vom Start weggekommen. Top gemacht. Und so wie es aussieht, können sich Leon und Michael schon ein kleines Stück von Feld absetzen. Dahinter auf P3 Adam Klatzka, P4 Ben Sommers und auf 5 Wolfram Pfund. Und so wie es aussieht, hat der Ben in der Pause auch ein bisschen am Setup rumgeschraubt. Hinter Wolfram haben wir auf P6 Dominic Ochochuso, auf P7 Eugen Scharf, P8 Luke Rasputic und auf 9 hier Pascal Steinke. P10 Sebastian Starke kämpft sich da wieder nach vorn, ist jetzt an Kleber Botaro Mora vorbeigegangen, der sich auf P11 befindet. Und direkt hinter ihm hat sich Michael J. Taylor schon bis auf P12 nach vorn gekämpft. P13 dann Robert Simpkins und unser Byron P14. Und das komplette Feld ist hier absolut sauber vom Start weggekommen. Bisher gab es keinerlei Zwischenfälle, keinen Wackler, gar nichts, habe ich hier bisher gesehen. Super. Alle kämpfen hier hart, aber fair und jeder lässt dem anderen genug Luft zum Leben. Allerdings befürchte ich, dass Leon heute hier so schnell ist, dass er im zweiten Rennen keine Gegner mehr hat. Ihr wisst, Hans Sommer hatte sich leider in der Pause ausgelockt, hat sich jetzt wieder zurückgelockt und wird dann gleich aus der Box nachstarten, hat aber natürlich keine Chance mehr. Und hier gibt es jetzt das nächste Duell, Luke Rasputic gegen Eugen Scharf, die Plätze 7 und 8. Luke innen, Eugen außen, Seite an Seite geht es hier durch die erste und zweite Kurve. Und da muss ich Eugen noch mal hinten anstellen, aber jetzt auf der langen Geraden mit Windschatten, vielleicht kommt er da gleich wieder vorbei. Die zwei hatten ja schon im ersten Rennen eine unliebsame Begegnung, die dann für Eugen in Box geendet hat. Konnte trotzdem noch ein paar Pünktchen einfahren. Luke versucht sich jetzt zu wehren, hat hier aber keine Chance. Eugen geht da einfach sauber durch. Vor dem Duo auf P6 Dominic Ochochuso vom Team Northern Winter hatte hier auch einen Top-Start in das zweite Rennen. Liegt schon fast eine Sekunde weg von den Jungs. Und so wie es aussieht, versuchen da Leon und Michael sich so langsam aus dem Staub zu machen. Obwohl das Feld hier immer noch recht kompakt beisammen ist. Wir haben jetzt hier gleich die zweite Runde beendet. Und bisher hat es keinerlei Wackler oder sonst irgendwas gegeben. Ein absoluter Traumstart in beide Rennen für heute, muss ich ja sagen. Da ist unser Konzept mal wieder voll aufgegangen und ich bin wirklich sehr, sehr happy. Byron kämpft sich jetzt hier nach vorne, ist an Kleber und Robert vorbeigegangen.
Dahinter haben wir Jan Stefan und Thomas Willershausen. Russell Hamilton ein kleines bisschen abgeschlagen und Hahn Sommer hier aus der Box nachgestartet. So hat er natürlich keine Chance mehr vorne einzugreifen, aber ihr wisst, jeder Testkilometer zählt. Ach, sehr, sehr schade. Eine Top-Performance im ersten Rennen gezeigt und ich fürchte, dass Leon da jetzt im zweiten Rennen keine Gegner mehr hat. Deshalb habe ich mich jetzt hier gleich mal zu den Jungs eingeloggt. Das Feld ist gar nicht auf dem Grid, Patrick. Der Hahn Sommer ist irgendwie, hat einen Stopp verpasst. Ja. Leon hat jetzt sogar die Muße hier mit mir ein bisschen zu quatschen. Aber da waren generell total wenige. Hahn Sommer hat gefehlt und der Tommy. Und Leon wundert sich da immer noch, dass es am Start ein bisschen leer hinter ihm war. Jetzt 2 und 3. Ja, schauen wir mal. Vielleicht kann da Michael El Cotletto Draxler im zweiten Rennen ein bisschen Druck nach vorn machen. Ich würde es mir wünschen. Insgesamt muss man sagen, hier für das Team Code Braun heute bei ihrem Debüt ein toller Auftritt. Beide Jungs richtig schnell mit richtig toller Pace, wobei Eugen Scharf im ersten Rennen leider ein bisschen Pech hatte. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, haben sie bis hierher eine absolute Top-Visitenkarte abgegeben. Bayern gegen Robert und Kleber Botaro Mora gegen Jan Stefan hier, die Position 12, 13, 14 und 15. Evil Tech Thomas Willershausen schaut sich das von hinten an. Und nach der unliebsamen Begegnung mit dem Jan im ersten Rennen hält er da lieber ein kleines bisschen Sicherheitsabstand. Alles in allem muss man sagen, ist unser Konzept hier voll aufgegangen, denn die Rennen heute sind mehr als fair, würde ich sagen. Kleine Rennunfälle passieren hin und wieder mal, aber alles in allem heute, es gab bisher keinerlei Proteste oder sonst irgendwas. Und unser Rennleiter hatte in den bisherigen 3 Rennen absolut nichts zu tun, was mich wirklich sehr, sehr freut. Hinter uns meinst du? Hinter dir, ja. Vorm. Alle Jungs kämpfen hier hart am Limit, aber trotzdem lässt man sich genug Raum zum Leben. Sehr, sehr schön. Er hat sein Auto vorhin in die Mauer gefeuert, weil seine Freundin angerufen hat und er musste rein. Ich habe den Jungs gerade von Lukes Missgeschick im ersten Rennen erzählt. Aber ihr wisst ja alle, die Familie hat nun mal absoluten Vorrang, deshalb konnte Tommy ja leider im zweiten Rennen hier nicht antreten. Und hier gibt es jetzt die nächsten Kämpfe und Angriffe. Eugen Scharf geht da innen rein und geht da auch ganz sauber an Dominic Ochotuso vorbei. Und direkt hinten dran, Luke versucht da in dem so gleich mit dran vorbeizugehen. Schafft er auch. Direkt hinten dran, Sebastian und Pascal lauern da auf ihre Chance. Leider ist ein anderes Setup und viel mehr Downforce. Vorn an der Spitze scheinen die Positionen alle gefestigt. Und kommen da nicht so ganz hinterher. Nur hier die Positionen 6, 7, 8, 9 und 10, da wird heftigst gekämpft. Dom versucht sich da innen den Platz wieder zurückzuholen, aber Luke hält da außen dagegen. Die Gruppe hier muss aufpassen, dass sich vorne die Top 5 nicht aus dem Staub machen. Dafür komme ich da außen dran vorbei. Und jetzt hat sich da Sebastian innen an Pascal durchgekämpft und findet sich somit auf P9. Patrick, was ist mit Helmut? Vor ihm P8 Dominic Ochotuso, P7 Luke Rasputic und auf 6 Eugen Scharf. Das ist das, was der Ben letztes Rennen mit mir gemacht hat. Hier vorne Leon kann sich jetzt sukzessive von seinen Gegnern absetzen. Nach hinten zu Michael Draxler schon über 1 Sekunde Abstand. Ein Top-Einstand für El Cotletto heute hier in unserer Serie. Ich denke mal, die Jungs von Team Code Braun, das ist ein sehr, sehr kompetitives Team. Freue ich mich schon auf große Duelle. Die Eindrücke, die ich bisher sammeln konnte, würde ich sagen, Michael Draxler sehr, sehr schnell, muss nur seine Fehlerquote noch ein bisschen in den Griff bekommen. Und auch Eugen Scharf mit einer soliden Grundpace. Luke hat sich da hinten jetzt wieder an Eugen vorbeigedrückt und auch Sebastian greift da jetzt Dominic Ochotuso an, um wieder einen Platz gut zu machen. Während sich Hahn da jetzt endgültig verabschiedet und ausloggt. Schade. Dafür läuft es für Agent Ben 007 heute richtig gut und auch Wolle liegt hier top im Rennen. Hätte ich nicht erwartet. Mike P11. Ben hat ein stabiles Setup, aber der ist immer gerade so langsam. Ja, aber er ist trotzdem Vierter. Und hier gibt es jetzt die nächsten wilden Windschattenspielchen. Eugen Scharf gegen Luke Rasputic und auch dahinter. Sebastian muss seinen hart erkämpften Platz wieder hergeben. Dominic und Pascal gehen da sauber innen durch. Sebastian hat da hier im zweiten Rennen ein bisschen mit dem Setup zu kämpfen. Seite an Seite kämpft er hier mit Pascal. Pascal innen, Sebastian außen. So wie es aussieht, hat er aber ein stabileres Setup und kann sich da vorbeidrücken. Tolle Duelle hier. Allerdings gibt hier Pascal nicht freiwillig auf. Die Jungs kämpfen wie unerbittlich um P9, aber lassen sich genug Raum. So muss es sein. Jetzt hat sich Sebastian erstmal hier durchgedrückt. Von hinten schaut sich das Michael J. Taylor interessiert an. Ja, der ist wahnsinnig viel schneller auf der Geraden. Luke hier auf P6 hat scheinbar auch nicht das allerschnellste Setup, denn er kommt nicht so richtig am Wolfram vorne ran. Und Eugen Scharf folgt ihm da wie eine Klette. Und so wie Luke hier am Rutschen ist, wird es jetzt hier den nächsten Angriff geben. Da sehen wir es.
Eugen innen, Luke außen. Seite an Seite geht sie auf die letzten Kurven vor Start und Ziel zu. Keiner von beiden will danach geben. Ich hoffe, das geht hier alles gut. Luke innen, Kimi außen. Und da kann sich Luke auch wieder durchdrücken. Ein super Duell von den Jungs hier um P6. Allerdings können sich vorne die Top 5 schon erheblich vom Rest des Feldes absetzen. Wolfram hat jetzt schon fast 2 Sekunden Vorsprung. Die Jungs befinden sich hier aktuell in Runde 6. Und wir haben immer noch keinerlei Un- oder Zwischenfälle zu vermelden. Wahnsinn. Dominik Ochochuso, Bayerns Teamkollege vom Team Northern Winter, der heute auch hier sein Debüt feiert, kann sich immer noch auf P8 halten. Und hier auch mal ein Blick nach hinten. Robert Simpkins P13, Kleber Botaro Mora P14 und Jan Stefan P15, der letzte Punkteplatz. Dahinter haben wir dann auf 16 Thomas Eviltech Willershausen und auf 17 Russell Hamilton. Russell hinten hat da schon ein kleines bisschen Abstand zum Feld und lässt heute locker angehen. Dafür läuft es für unseren Bayern heute richtig fehlerfrei und solide. Boah, Achtung, Und von oben aus der Helikopterperspektive sehen wir es. Da hat es den ersten Zwischenfall gegeben. Luke Rasputic und Eugen Scharf sind da kollidiert. Und beide Fahrzeuge scheinen da auch richtig was abbekommen zu haben. Da haben wir jetzt den ersten Unfall zu verzeichnen, den schauen wir uns auch gleich mal in Ruhe an. Also die haben übereinander gelegen. Ich schätze mal, die müssen jetzt an die Box. Aber wenn es für mich gut läuft, läuft es für Luke nicht. Kann das irgendwie sein? Also sind beide beschädigt, beide Autos. We have the first incident in lap 6. Oh. Same move again. The same move again. And Luke again. And this time also against. Oh, come on. Oh, yes, but this time. No tire sharing. No tire sharing, and this time he was not so lucky. Oh dear. Back there, turn 1. Damit müssen jetzt die ersten beiden an die Box, um ihren Fast Repair zu ziehen, obwohl wir hier sehen, Luke fährt weiter. Direkt hinter ihm Bayern auf P11, ist da ganz dicht dran und ich schätze mal jetzt hier auf der Langgeraden, da wird Luke ein Problem haben mit der Aerodynamik und Bayern wird da ganz locker vorbeigehen. Luke hat aber auch ein Pech in den Rennen hier. Da hinten sehen wir es im Hintergrund. Bayern geht da ganz locker ran vorbei. Und auch ein Stück davor ist Pascal Stein jetzt wieder an Sebastian vorbeigegangen. Und Dominik vom Team Northern Winter kann sich da immer noch auf P6 behaupten. Ein super starkes Debüt heute von ihm. Allerdings sind die Top 5 vorne schon fast 4 Sekunden weit weg von den Jungs hier. Und Pascal ist ja jetzt wieder hinter Sebastian zurückgefallen. Auf P9 haben wir Michael J. Taylor und Byron liegt jetzt auf dem 10. Platz. Dahinter Luke Rasputic fällt er jetzt schon immer mehr zurück. P12 Robert Simpkins, P13 Kleber Botaro Mora, auf 14 haben wir Jan Stefan und auf 15 Eugen Scharf, der sich da gegen Thomas Willershausen verzweifelt zur Wehr setzt. Aber Thomas wird da jetzt über kurz oder lang auch am Eugen vorbeigehen. Wir sehen es, Eugen hat da ein schwer beschädigtes Fahrzeug. Und auch für unseren Ben läuft es heute hier im zweiten Rennen richtig top. Liegt hier solide und sauber in den Top 5 und muss sich im zweiten Rennen hier nicht mehr mit Wolfram rumschlagen. Während Sebastian da jetzt versucht, am Dominik vorbeizukommen. Da ist er mehr gerutscht, als ich dachte. Und es hilft mir nicht. Dominik setzt sich da heldenhaft zur Wehr und Sebastian muss sich wieder hinten anstellen. Pascal lauert direkt hinter den Jungs. Steckst du. Jetzt hier der nächste Angriff und da ist Sebastian erstmal durch, aber jetzt lauert ja die lange Gerade. Und ich fürchte, Sebastian ereilt hier dasselbe Schicksal wie Ben im ersten Rennen. Da gehen die zwei Jungs auch schon wieder raus aus dem Windschatten und versuchen sich da vorbeizudrücken und Sebastian hat absolut keine Chance. Jetzt hier in der Kurve vielleicht, gegen Pascal kann er sich hier nochmal behaupten. Und wie sieht es mit Dominik aus? Seite an Seite geht es hier auf die nächste Kurve zu. Absolut tolle Duelle hier. Die Jungs kämpfen hier unerbittlich. Seite an Seite geht es hier Kurve, um Position. Jetzt ist der Dominik ein kleines bisschen weit rausgekommen und sofort wittert da Pascal seine Chance, versucht da innen reinzustechen, aber Dom kann den Angriff nochmal abwehren. Bin leider nicht viel gekostet. Direkt hinten dran lauert der Michael J. Taylor. Meisterhaft abgefangen. Hey, Michael ist weg. Er platziert ist weg. Oh, und wir hören es gerade und wir sehen es auch hier. Da hat es einen Zwischenfall gegeben. Michael Draxler hatte da einen Zwischenfall, den sollten wir uns unbedingt mal anschauen. Braun hat aber auch keinen Glück heute. Yeah. Michael Traxler is very quick. Yeah, on second place and after that, Leon has no enemies behind him. Yeah, before that. He's on feet.
ja, okay, here is Michael and Leon is... Okay. Leon ist auf und davon. Ja. Oh, und wir sehen hier den nächsten Zwischenfall. Adam Klatzka musste auf P3 liegend sein Fahrzeug abstellen. Technische Probleme. Weißt du, ob die mich berührt haben? Ich hab's nicht gesehen. Can you get a slow down? Und das spielt unser Ben jetzt hier auf P2 und Wolfram auf P3. Wow. Jetzt kommen die beiden wieder, ne? For not slowing down with the black. So he must have had to stop. Patrick, auf das Video hier freue ich mich. Michael ist da bis auf P4 zurückgefallen. P5 jetzt Sebastian Starke und auf 6 haben wir Pascal. Also Michael Draxler fährt weiter auf P4. Wait, was that Adam? That was Adam, wasn't it? Sebastian setzt sich da weiterhin heldenhaft gegen Pascal und Dominik zur Wehr. War eine Beschädigung der... Und Leon hat jetzt hier nach 9 Runden schon fast 7 Sekunden Vorsprung auf den gesamten Rest des Feldes. Also äußerlich sichtbare bei Michael Draxler keine. So ist nicht eingeschlagen. Adam jetzt. Und so wie es aussieht, ist Adam nach einem kurzen Boxenstopp wieder rausgefahren aus der Box. Da müssen dann Wolfram und Pascal die Kohlen für Kaltverformung aus dem Feuer holen. Der war doch gerade noch... Hier haben wir Adam auch mal im Bild, P16. Eine halbe Runde war der noch hinter mir. Ja. Na gut. Der ist an die Seite gefahren. Da haben wir jetzt hier also Leon Forst in Führung. Inzwischen 7,5 Sekunden vor Ben Summers auf P2. Der wiederum 2 Sekunden Vorsprung auf unseren Wolfram. Auf P4 Michael Draxler und P5 Sebastian Starke, der jetzt angegriffen wird von Pascal. Aber in der Kurve hat Pascal keine Chance. Da liegt Sebastians Auto wie ein Brett. Immer noch in der Box. Hat der kein Fastfood mehr? We need Leon Forst. Who's in first? To make a bit of a boo-boo. Und Luke hat jetzt hier sein Fahrzeug abgestellt. Ach, sehr, sehr schade. Da wäre heute ein Top-Ergebnis drin gewesen. Luke hatte eine richtig hohe Pace. Aber wie immer, if you want to finish first you have to finish. Leben kann schon schön sein, ne? Und so wie es aussieht, kann hier Wolfram seinen Vorsprung auf Michael Draxler halten. Yes, Leon is doing like crazy that times. Ich sag mal so schön, jede Medaille hat 2 Seiten. Und während sich Ben über Leons Rundenzeiten wundert, oh, hier fliegt Dominik ab. Byron ist jetzt abgeflogen. Nee, das ist Dominik. Und nach leitblanken Kontakt rodelt er hier nochmal ein Stück von der Strecke. Das Auto scheint nicht schwer beschädigt und er kann weiterfahren, aber das war ein ziemlich harter Einschlag, denke ich mal. Das gucken wir uns gleich nochmal an in Ruhe. Die ganzen Gegner gehen jetzt hier auch sukzessive alle an ihm vorbei. Robert Simpkins inzwischen auf P9 und Kleber ist da durchgegangen, liegt jetzt auf P10. Und da sehen wir es, Dominik biegt jetzt hier auch ab Richtung Box. Schade, der erste kleine Rückschlag heute hier für Dominik. Ja, muss auch an die Box fahren. So, who's fast behind me then? I bet Michael Draxler is fast. Das spielt jetzt Jan Stefan auf 11 und Thomas Willershausen auf 12. Ich würde sagen, Leon, dass der Michael auf jeden Fall bestätigt ist, weil der fährt nicht mehr schneller als ich. Is that Dominic? Yeah, it's Dominic. Ja, das jetzt schon. Next one. Oh, Dominic. Oh, Dominic, what happened here? Oh, Slide Tokyo Drift here and... Eieiei. Ja. Das ist überhaupt gefasst. Den ist auch stabil. Ja. If I can carry on Er hat ihn so in at that point, I think. Yeah. Währenddessen managt Leon hier vorne das Rennen ganz, ganz locker und baut seinen Vorsprung Zehntel für Zehntel immer mehr aus. Fast 8 Ich mache hier richtig Piano. Fast 8 Sekunden. Ja gut, man muss aber sagen, ich habe profitiert, diese 8 Sekunden sind nicht herausgefahren. Ja. Ich schätze mal, ich glaube, Hahn Sommer, der hat das war ein Kommunikationsfehler oder sowas. Und Leon geht jetzt in die 12. von 24 Runden, das heißt, wir haben jetzt ungefähr Halbzeit erreicht. Noch 2 Rennen haben. Ja, dass wir die vor allen Dingen hier auf demselben Surfer haben. Inzwischen hat Leon über 8 Sekunden Vorsprung auf Agent Ben Summers. 007 sehen wir hier auf P2, solide mit 2,7 Sekunden Vorsprung auf Wolfram Fund. Auf 4 haben wir weiterhin Michael Draxler. Auf 5 unser Sebastian. Alles gut. Autoteile. Das hat aber sehr spektakulär ausgefallen. Sebastian hatte mal wieder die Mauer mitgenommen. Aber so wie es aussieht, keine Beschädigung. Das sah nur spektakulär aus. Direkt von hinten drückt Pascal Steingeld die Plätze 5 und 6. Zweimal Michael hier drin. Michael J. Taylor dahinter auf P7 ist da ungefähr 3 Sekunden weg von den Jungs. Und das andere ist ein Deutscher. Und jetzt ist hier Pascal ganz dicht hinten dran und ihr wisst, er hat ein schnelles Setup auf der Geraden, wird jetzt hier auch ganz locker vorbeigehen. Er hat irgendwas gesagt, der ist langsamer, dann habe ich durch die beiden verwechselt. Ich dachte, Sebastian meinte den anderen. Da konnte sich Pascal auch ganz locker vorbeischieben. Weil ich meinte den Draxler eigentlich. Jetzt heißt für ihn irgendwie im kurvigen Teil vorn bleiben.
Super tolle und enge Fights hier im zweiten Rennen Watkins Glen. Und bis auf den kleinen Zwischenfall zwischen Luke und Eugen, alles perfekt sauber hier. So muss das sein. Die ganze Zeit. Ja, Leute so unterschiedliche Setups fahren, wie man selbst. Das sind natürlich die Bremspunkte auch unglaublich unterschiedlich. Sehr, sehr schade, dass unser Tommy und Hans Sommer leider im zweiten Rennen hier nicht mit eingreifen konnten. Dafür läuft es für unseren Bayern heute richtig top. P8 hier im zweiten Rennen, das gibt dicke Punkte. Hinter ihm auf P9 Robert Simkins und auf 10 Kleber Botaro Mora. Team Kaltverformung, Adam Klatzka, Wolfram Pfund und Pascal Steinke. Leon hat hier so eine Top-Pace drauf, der kann sich gechillt mit mir unterhalten. Wolfram ist, glaube ich, auf P3. Ja. Ja, aber Pascal auf P5. Wow, und ich bin wirklich erstaunt, was unser Wolfram hier heute wieder zeigt. Sebastian ist fällt nachher auf P16 ohne Punkt. Seit er von seiner Krankheit genesen ist hier, zeigt Wolfram eine Spitzenleistung nach der anderen. Seine Fehlerquote so drastisch minimiert. Das freut mich wirklich sehr für ihn. Und vor allen Dingen sieht man ja hier auch an Wolframs Performance, wie sehr es sich lohnt, sich hier vernünftig vorzubereiten. Alle Jungs hier vom Team Kaltverformung treten hier absolut top vorbereitet bei jedem Rennen an. Hut ab. Aber auch Team Code Braun ist heute top vorbereitet hier an den Start gegangen. Wir hatten leider ein kleines bisschen Pech. Nichtsdestotrotz liegt Michael Draxler hier immer noch top im Rennen und satt in den Punkten. Hier haben wir Jan Stefan mal im Bild auf P11. Vor ihm Kleber Botaro Mora und Robert Simkins auf P9. Die Jungs hier hinten heute auch satt in den Punkten, liefern sich ein super Rennen hier. Und auch Russell Hamilton ein Stück weiter hinten auf P13 wird heute Punkte einfahren, was mich sehr, sehr freut. Die Jungs hier alle liefern sich heute wirklich ein Top-Rennen. Aber ich denke mal, Sebastian, wenn du die Position halten kannst, was deine Spitze an der Meisterschaft behaupten. Sebastian kommt hier an Pascal nicht vorbei. Schätze ich auch, vor allem wenn... Adam ist ja nicht da und der Tommy. Oh, und hier sehen wir gerade Qualm. Oh, hier liegt einer. Da liegt einer. Ich glaube, Michael Draxler. Der hatte da jetzt gerade auch einen Zwischenfall. Das müssen wir uns unbedingt mal anschauen, was da passiert ist. Ja. Fällt hier hinter Pascal und Sebastian auf P6 zurück. Und da hinten kommt auch schon Michael J. Taylor vom Chip Racing Team um die Ecke geschossen. Next one, Michael Draxler again. Halbzeit El Cotletto. El Cotletto. He was catching me. He was so fast, but I was lucky he kept spinning. Ja. I do really like this helmet. Läuft alles stabil? Vaseline. Ja, alles gut, alles cool. Michael ist da nirgendwo eingeschlagen und weiter geht's. Auch keine Bildaussetzer oder sowas, also alles... Er hat ja noch Anschluss nach vorn. Sebastian und Pascal liegen da direkt vor ihm. Ich habe nur, glaube ich, zum Ende vom ersten Rennen mal kurz gezuckt, so für eine Sekunde meine ich. Wo hast du das Zaubersetup her? Wir befinden uns aktuell in Runde 14 von 24, also haben wir circa noch 10 Runden zu gehen. Nee, von Pauli. Und hier im vorderen Mittelfeld, im Kampf um die letzten Top 5 Plätze, wird es jetzt nochmal richtig heiß. Ich brauche ja diese Pro-Setups zum fahren. Also nicht schnell fahren. Fahren kann ich schon, aber ich brauche diese Spitz-auf-Knopf-Setups, diese hart an der Grenze. Ja, mit denen ich überhaupt nicht klarkomme. Ich brauche die Opa-Setups. Mittlerweile. Ja, genau. Und während Leon vorne locker zum Sieg cruist, hat auch Ben heute einen absoluten Sahnetag. Agent Summers 007 auf einer Mission. Genau, ja. Hinter ihm Wolfram Pfund auf Podiumskurs, absolute Sahne. Ungefähr 5 Sekunden Vorsprung auf Pascal Steinke, seinen Teamkollegen, den wir hier im Bild haben. Oh, da verliert Sebastian sein Fahrzeug und Michael kann da rechtzeitig den Anker werfen. Das war wirklich Code Braun. Wow, und noch einmal. Da hatte Bayern aber richtiges Glück. Oh, da hatten alle Beteiligten aber richtig viel Glück jetzt. Aber das wirft Sebastian natürlich weit zurück. Sebastian hat sich gedreht. Bayern liegt inzwischen hier auf P7. Für ihn ein absolutes Top-Rennen heute. Ich wollte gerade noch sagen, die Jungs fangen jetzt an zu rutschen. Oh no, Sebastian, was machen Sachen? Den Runden noch. Ja. That wasn't even the worst bit. Oh yeah, Byron gets surprised in a minute. Michael was able to hit the brakes. Ich frage mich, ob ich den Adam dann noch einholen will, überrunden will oder nicht. And Byron was very, very lucky. Und Robert Simkins hier vom Team Checkered Fast Racing ist da auch nicht mehr so weit weg. Dahinter Jan Stefan und Kleber Botaro Mora haben da einen tollen Fight. So wie es aussieht, hat Jan Stefan aber nicht das Setup, um hier am Kleber vorbeizugehen.
Der Kampf um den letzten Top-10-Platz hier. Direkt hinten dran lauert auch noch Thomas Willershausen, allerdings mit gehörigem Sicherheitsabstand. Thomas hat da im ersten Rennen ein paar negative Erfahrungen gemacht und geht hier lieber auf Nummer sicher. Kleber kämpft hier wie ein Löwe und Jan lässt sich hier zu keinen dummen Aktionen hinreißen. Ein toller Fight, zu dem sich jetzt auch Thomas Willershausen dazu gesellt. Und vorne Robert Simpkins ist ja auch nicht so weit weg. Wir befinden uns aktuell in Runde 15 von 24, also haben wir auch noch ein Stück Weg zu gehen. Runde 17 und Jan versucht jetzt erneut Kleber anzugreifen, geht dann nach innen, aber ich denke mal raus auf die lange Gerade, er hat Kleber vielleicht das bessere Setup. Seite an Seite geht hier auf die lange Gerade raus und Thomas Willershausen guckt sich das von hinten an. Und man sieht hier, Jan hat da kaum eine Chance, will hier aber noch nicht aufgeben und sortiert sich aber wieder hinten ein. Super schöne Kämpfe hier um den letzten Top-5-Platz. Thanks. Russell Hamilton auf P13 liegt da ungefähr 8,5 Sekunden hinter dem Trio hier. Man sieht da schön, wie Thomas sich das alles vor sich anguckt und nur auf einen Fehler der Jungs hier lauert. Jan scheint da ein stabiles Setup für die Kurven zu haben, kommt da aber irgendwie einfach nicht vorbei. Und da gibt es jetzt einen Verbremser und das nutzt hier Thomas Willershausen aus und geht da innen rein und auch sauber dran vorbei. Da hat Jan aber auch fair mitgespielt und hat aufgemacht. Ganz enges Racing hier im Kampf um P10, aber alles fair und sauber, so wollen wir das sehen. Ein Stück weiter hinten auf P14, Eugen Schaaf ist auch nach Boxenstopp wieder rausgefahren. Und auch unser AJ hier quält sich durchs Rennen, wie man sieht. Adam liegt hier außerhalb der Punkte und hat heute mit technischen Problemen zu kämpfen. Was sehr, sehr schade ist, da er in der Meisterschaft sehr, sehr gut platziert war. Für die Teamwertung ist es nicht ganz so schlimm, da seine beiden Teamkollegen ihn vorne ersetzen und die Kohlen aus dem Feuer holen. Wolfram Pfund P3 und sein Teamkollege Pascal Steinke auf P4. Ein absolutes Sahne-Rennen für beide. Ich gucke hier gerade. Aber jetzt sind erstmal die Positionen soweit alle geklärt. Auch Chip Racing. Ausfahrt zwischen 6 und 7. P2 und P5, das gibt ganz dicke Punkte. Michael Draxler ist noch ein Stück entfernt. Eine Sekunde laut Standings. Ja, und auch nur deswegen, weil Byron ihn überholt hat. Letzte Runde. Ich schätze mal, der hat Beschädigung am Fahrzeug. Und hier haben wir mal einen Blick nach hinten auf die letzten Podestplätze. Russell Hamilton, P13. Eugen Schaaf hier nach Reparaturstopp wieder rausgefahren. Das ergibt auch nochmal 2 Punkte. Und hinter ihm Dominic Ochochuso, der letzte Punkteplatz. Und hier vorne die Position 6 und 7, Byron Long und Michael Draxler. Michael hat da seinen Rückstand wieder zugefahren und wird jetzt über kurz oder lang Byron angreifen. Das Auto scheint da auch noch völlig intakt zu sein. Schauen wir mal. Adam wieder in der Box. Ich weiß nicht, inwieweit Michael da seine Reifen ruiniert hat vorhin. Auf jeden Fall scheint auch Byron heute ein sehr, sehr gutes Setup drauf zu haben. Und vor allen Dingen hat er heute seine Fehlerquote total im Griff. Ein absolut sauberes Rennen. Befindet sich hier auf P6. Und wir sehen es hier, Adam hat jetzt erneut die Box angesteuert. Da gibt es leider ein paar technische Probleme und ich denke mal, der wird jetzt das Fahrzeug hier abstellen. Und ich denke mal, das wird dann heute das erste Streichergebnis von 2 für Adam diese Saison sein. Ihr wisst, wir haben 12 Rennen diese Saison und davon werden die 2 schlechtesten Ergebnisse abgezogen. Fährst 8 Zehntel schneller wie Ben. Agent Ben zieht seine Runden wie ein Uhrwerk hier. Allerdings, ihr habt es gerade gehört, 8 Zehntel langsamer als Leon. Leon ist heute in seiner eigenen Liga unterwegs und nachdem Hahn ja leider das zweite Rennen nicht mehr bestreiten konnte, ist Leon jetzt ohne wirkliche Gegner. Aber auch die Leistung von Wolfram und seinem Teamkollegen Pascal heute wirklich top. Pascal hat inzwischen 5 Sekunden Luft nach hinten hier zu Michael J. Taylor. P6, Michael Draxler konnte inzwischen unseren Byron überholen. Da ist er am Byron vorbei. Und dahinter dann schon mit erheblichem Abstand Sebastian Starke auf P8. In 14 Tagen sind wir dann in Silverstone zu Gast auf dem klassischen Kurs. Das heißt der Heim Grand Prix für unsere Boys aus Großbritannien. Der klassische Kurs von Silverstone ist der Formel 1 Kurs schlechthin, denn es ist der Kurs, auf dem die meisten Rennen jemals ausgetragen wurden. Und auch eines der allerersten Rennen in der Formel 1 wurde hier ausgetragen. Ihr wisst, Silverstone war im Zweiten Weltkrieg ein Flugplatz und wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gebraucht und von Autoenthusiasten umgebaut. Und inzwischen ist Silverstone sowas wie das Zentrum des Motorsports in Großbritannien.
Die Jungs hier befinden sich inzwischen in Runde 20 von 24, also bewegen wir uns langsam Richtung Ende des Rennens und soweit sind die Positionen erst einmal bezogen. Ein Stück weiter hinten hatten wir noch einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Da schalten wir jetzt direkt mal hin. Next one, Dominic. Oh, that's the long drift. Ooh, you didn't show the worst bit. Thank you for that. Yeah, you really missed the worst bit of that last one. Okay, I would say that's the last drift of Dominic in this race. Sehr, sehr schade für Dominic. Bis hierhin ein absolutes Top-Debüt. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Dominic hier heute sein allererstes Lotus-Rennen bestritten hat. Wolfram hat jetzt seinen 3. Platz verloren an Pascal Steinke. Oh, und da sehen wir es gerade. Wolfram hat jetzt doch einen kleinen Rutscher gehabt. Ach, du bist 16. Und verliert hier seinen 3. Platz an seinen Teamkollegen Pascal. Schauen wir uns direkt mal an, was da passiert ist. Ich dachte, du bist Platz 16 oder 15. Bis Platz 15. Ach so, okay. Wie in der MotoGP. Und Leon, unser Leader, informiert sich ja erst mal im Rennen über das Punktesystem. Die zwar, aber Punktesystem. Okay. Damit haben wir jetzt die beiden Teamkollegen vom Team Kaltverformung direkt hintereinander und von hinten kommt ja auch noch... Geht ja auch nächste Woche wieder los. Michael J. Taylor. Ja. Wolfram! Wolle! Oh! Uiuiui! On P3! Oh. On P3, Wolle! On time, oh no! I hope for podium. Oh no, and then Pascal, his teammate, overtook him. Trotzdem ist P4 hier immer noch ein sehr, sehr sauberes Ergebnis und bringt eine Menge Punkte ein. Genauso wie unser Byron hier P7. Byron kann Sebastian in Schach halten, der bekanntlich Doppelsieger im ersten Rennen war. Stunde ist das nächste. Sebastian hat inzwischen nach vorne und hinten keine Chance mehr. Ich habe so viel gearbeitet. Ja, ich glaube, jetzt sind hier die Positionen. Hier hinten gibt es jetzt Kämpfe noch. Ganz hinten. Kleber, Wolfram, Evil Tech und Wolfram und Pascal. Wir haben die schöne Kampfgruppe um P10 hier mal im Bild. Kleber kann sich da immer noch vor Evil Tech und Jan behaupten. Und unser Wolfram hat jetzt hier ein bisschen Probleme, an seinem Teamkollegen dran zu bleiben. Zehntel. Ich schätze mal, da werden die Reifen jetzt auch langsam am Ende sein. Nee, sie sind auch Teamkollegen. Ja. Dafür ist hier in der Gruppe richtig Feuer drin und die Jungs liefern sich einen tollen Fight. Obwohl, wenn Wolfram und Adam gegeneinander kämpfen, das siehst du morgen auch im Replay. Die haben... Ja, die möchten immer gern der eine vor dem anderen sein. Die Jungs hier liefern sich super schöne Kämpfe und das war auch der Grund, warum wir die Fahrer hier alle bei uns in der Serie dabei haben wollten. Da packt keiner unfaire Mittel aus. So we got the Lotus 79 again, the actual series. Wolfram hat ja in Monza mal kurz geführt. Im zweiten Rennen hat dann fast seinen Teamkollegen abgeholt. And then in the evening we've got the IndyCars at Laguna Seca. Ach, deswegen war der so aggressiv gegen den Inzwischen sind wir in Runde 22 von 24, also sind wir fast am Ziel. Zu tanken. Und hat auf der Geraden irgendwo an seiner Buttonbox irgendwas gedrückt. Und auf den Fußboden geguckt statt nach geradeaus und ist immer mehr zur Seite gefahren. Neben ihm war aber und jetzt gibt es hier hinten den nächsten Angriff. Jan Stefan versucht da den verloren gegangenen Boden gegen Thomas Willershausen wieder gut zu machen. Seite an Seite geht es hier in die Kurve, aber Thomas Willershausen hat da das stabilere Setup und kann sich da außenrum durchsetzen. Und das verschafft jetzt Kleber Botaromora vor den Jungs hier ein bisschen Luft. Vorletzte Runde. Unser Leader hier vorne, Leon, hat inzwischen 15 Sekunden Vorsprung und hat gerade die 23. von 24 Runden eröffnet. Und dann, wie gesagt, 15 Sekunden dahinter auf einem sehr, sehr sicheren und mega soliden zweiten Blatt. Agent 007 Ben Summers. P3 und 4 wird weiterhin ausgefochten zwischen Pascal Steinke und Wolfram Fund, die da immer noch ganz dicht beisammen sind. Eugen und Russell Hamilton, ne? Ja. 14 und 13, auch eng. Don't do it, Ben. Don't do it. Don't do it. Resist the urge. Und auch hier hinten wird es jetzt nochmal interessant. Eugen Schaaf konnte seinen Rückstand zu Russell Hamilton zufahren und wird jetzt hier versuchen, in den letzten beiden Runden da noch irgendwie einen Platz gut zu machen.
Und ich denke mal, auch hier auf den Plätzen 10, 11 und 12 ist noch nicht die letzte Messe gelesen. Kleber Botaro Mora, Thomas Willershausen und Jan Stefan. Währenddessen Byron hier nach vorne und hinten reichlich Luft hat, der kann das Rennen jetzt hier am Schluss genießen und gemütlich nach Hause cruisen. P7, ein absolutes Top-Ergebnis heute. Eine Runde bitte noch durchhalten, Computer. Und Leon, unser Leader, wird jetzt gleich die letzte Runde eröffnen. Fast 15 Sekunden Abstand nach hinten. Toi, 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 da hat die Technik heute auch mitgespielt. Sehr, sehr schön. Kannst du eigentlich irgendwo an der Seite mal kurz anhalten und eine Deutschlandfahne abholen und dann mit Fahne durchs Ziel fahren. Nebenbei noch einen Burger holen, eine Pommes. Und da ist die weiße Flagge auch draußen. White Flag, letzte Runde. Und Leon kann jetzt hier in der letzten Runde seine Triumphfahrt genießen. Jetzt schon mal einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem grandiosen Doppelsieg. Ich hab sogar zu viel Sprit drin, Und auch Agent Summersby geht's ab in die letzte Runde. Unser Ben hier im insgesamt 4. Rennen gleich auf dem Podium, das freut mich wirklich sehr. Ja, ich versuch's einfach mal. Weiterhin auf dem 3. Platz Pascal Steinke und ich glaube, da wird Wolfram auch keine Chance mehr haben anzugreifen. Trotzdem die Plätze 3 und 4 hier für das Team Kaltverformung. Super viele Punkte. P5 dann hier Michael Traxler, ein Top-Debüt. Direkt dahinter Michael J. Taylor. Bens Teamkollege und auf P8 dann unser Byron Long. Dann haben wir hier auf P9 Robert Simpkins, sehr solide und unauffällig, aber auch absolut fehlerfrei. P10 dann sein Teamkollege Kleber Botaro Mora. P11 Thomas Willershausen und auf dem 12. Platz Jan Stefan vom BTR TV Racing Team. Und die Jungs haben jetzt hier die letzten Möglichkeiten, um anzugreifen. Ihr wisst, letzte Runde. Und hier gibt es jetzt nochmal einen Angriff. Jan Stefan gegen Thomas Willershausen, aber Thomas kann sich da durchsetzen. Währenddessen jetzt Leon um die letzte Kurve biegt. Glückwunsch, Leon. Das war absolut top gemacht, Doppelsieg. Der nächste für die Flexi-Race Crew. Und der Rechner hat gehalten. Ganz herzlich. Wow, eine absolut makellose Vorstellung heute von Leon. Auf P2 kommt 007 Summers ins Ziel. Agent im Geheimdienst seiner Majestät. Und da würde ich sagen, Mission completed, Ben. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Top gefahren. Auf P3 dann Pascal Steinke. Auf Bremse treten und Vollgas und rum. Mach ich das richtig, okay. Rolle P4. Michael Traxler P5. Top-Ergebnis auch für Volo und El Cotletto. Michael J. Taylor P6 und Byron Long P7. Super. Leon, Ben, Pascal, well done, fellas. Und Sebastian rettet mit P8 seine Tabellenführung, da ja heute unser... Und Sebastian rettet mit P8 seine Tabellenführung, da ja unser Adam heute ein bisschen Pech hatte. Sag mal bitte, die sollen in den Hauptchat kommen. Sebastian, drück mal bitte den Knopf und sag dir mal, die sollen in gemeinsamen Chat kommen alle. Okay guys, we're meeting in the chat together, like in the beginning. Copy that. Well done, Mike. Well, 11. Okay with that. Well done, fellas. I'm proud of you both. I think I was helped by a couple of incidents between us two there, Byron. Yeah, I almost got took out as well in one of them, so that cost me a couple of seconds. But yeah, good race, buddy. Well done. Thanks, guys. Yeah, guys. So much. Crazy race. Better tracks. In general. Dominic, I got rocket. Dominic had an issue, but I don't see what was wrong. Hello. Hi. Cool fight in the last laps. In the back. Evil Tech and the guys fighting. Very cool. Yeah, really tried to apply as much pressure I could, but Kleber was really steady. Yeah. But it was fun. The first was shit. Total shit. Now I missed the start on the second one. Yeah, can do it from a bit now. Woohoo! Oh, Kleber! Congrats, cool. That was very fun, Kleber. Very fun. Yeah.
Great to race him, man. Very Awesome special race, congrats to dude. Ben. He too. Awesome race. Oh, Hello, wow. guys. Well done, buddy. Well done. I'm clapping for you. Well done. I can hear the claps. Thanks, guy. That was good fun. Congrats, Great. Pascal. Yeah, Pascal. Top result, third place. AJ, what Thanks. was wrong? What's wrong, Lewis? AJ. All buttons on my wheel weapons are dead. I don't know why. I need to reconnect. Ah, shit, man. Okay, AJ. Leon, congratulations, buddy. Yeah. Thank you. Hey guys. Hi. Hello. Knapp am Hey, Podium Ben. vorbei. Absolute cool racing, the Yeah. first one. Oh. It was. Wolfram, I changed my setup for the second one because I was just losing down the straights. I know. Ben in the first race, half the time I was I was visiting you and Wolfram fighting. I'm so far in the corners with that all the first time one, I but talked I together didn't do with Leon and Sebastian. And Sebastian behind you all the time watched you like in the cinema. Yeah, the most overtakings was from us both. Yeah. Good luck. Good luck, everyone. Good luck. I Good think luck. Yeah, Wolfram absolutely. Good luck, has to everybody. win and Ben stable setup. I had a super wing the first Absolutely. I had a very bad Ja, liebe Zuschauer, was für ein toller Grand Prix, was für eine tolle Schlacht von den Jungs hier und allen hat es richtig Spaß gemacht, so muss das sein. Freue ich mich schon auf das nächste Rennen, ich hoffe ihr auch. Muss ich sagen, bleibt alle gesund, vor allen Dingen uns treu und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss! No, I'm not protesting, it's okay, like, I feel like I stayed stuck to the inside, maybe, I don't know, if you didn't expect me there, or Very strong. The second round? Yeah, in the second round. In the first round, I was faster, and I left you a little bit too left room, but now in the second round I tucked to the inside, but you came from the outside and cut into me, I felt like. El Cotletto, was your car damaged? No. Wir haben gerätselt. Weil du hattest so einen Dreher, ne? Aber da war ich nicht drin. Ich hab nur Ball stehen. No. Yeah. All good. All good. Only the typical error 14. Human error. Ja. Remember the setup, it's always the guy behind. Ja, Stefan. Yes, great fun. Yeah, the first race I didn't expect to brake that hard, so... Yeah, it's so. Yeah. Very good. Also, yeah, No enemy Leon. I think Hans Sommer didn't know that we have the second race going. He wasn't in the center. And you when we race, when I recorded, I can't manage Discord. I can't manage to record it. I didn't know. You It was know. starting out of the box, but after a few laps, checked out. It's okay. You're not an octopus. Almost something was going on. Just with the server and like all the guys but Sebastian. That's why it's good to have it. Where's the form? What do you Yeah, it's a crop out on each side. No, I'm protesting the whole field because I raced that whole race and I never one time did I see cats. I looked all over. Yeah.
No tits. No tits. No tits. I crashed into the barrier looking for tits. No tits. Yeah. Well, I don't know about. It might have been tits for tats, but maybe. I don't know. I don't know about you guys, but I saw plenty of tits. Iron in here? Or what a If you have Iron in here? I have a a shock moment when Leon, Ben, Pascal, and well Byron done, fellas. Great race, everyone. Oh yeah, I think Sebastian. what- Well done, won't do that again, mate. I think I was helped Don't by do that again. yeah, the crap out of me. Yeah, I almost got took out as well in one of them, so that cost me a couple of seconds. But yeah, good race, buddy. Well done. Nice he race, tried Clever. tomorrow, but Thanks, I man. think You we need too. after You're the best. That's right, that's good. Yeah, the I'll race be around. from Monza. Okay. Yeah. Okay, Tomorrow guys. it's 6:30 Okay, guys. at GMT. Good night. Thanks Yeah. for a great race. It was Yeah. very fun. Yep. Absolut. See you next. Good Yeah. night. Yeah. Yeah. Good Bye, night. Gute Nacht. Bye. Gute Yeah. Nacht. Good night. Yeah. Bye bye. Yeah.